Ja, da sitze ich nun. Alleine in Paraguay. Alleine an Weihnachten. Also alleine bin ich ja nicht. Ich habe ja Mali hier. Und habe es mir auch selbst so ausgesucht. Also versteht mich auch nicht falsch. Ich bin glücklich drüber, hier in Paraguay zu sein. Hier ist es schön warm. Und hier sind auch viele nette Leute. Ey, Chippel! Ich habe es mit Fleisch bestochen, dass sie hier bleibt. Sitz. Sonst würde sie ja hier nicht so sitzen. Ja. Wenn auch du alleine an Weihnachten bist, dann bist du hier genau richtig. In dem Video könnt ihr sehen, wie es dazu gekommen ist. Wie sind wir hierher gekommen? Wie war unser Weg nach Paraguay? Und warum bin ich alleine hier? Warum sind wir getrennt? Und warum ist dieses Weihnachten anders? Viel Spaß beim Video. Zuerst müssen wir aus der Millionenstadt La Paz raus. Und das ist nicht einfach. Der Verkehr ist chaotisch und es herrscht das Gesetz des Stärkeren. Auch ist eine funktionierende Hupe hier absolut ratsam. So quetschen wir uns die ersten 2 Stunden nur durch den Stadtverkehr. Bevor wir dann endlich den Altiplan erreichen und im Staub landen. Ja, die ersten 200 Kilometer Richtung Paraguay sind gemacht. Es ist wirklich, uns trifft es zurzeit hammerhart. Ja? Das ist einfach nicht auszuhalten. Erst kommen die politischen Unruhen, dann sind wir jetzt in Bolivien. Es geht wirklich gar nichts mehr seit der Wahl. Es sind Schlangen vor dem Diesel. Wir haben zum Glück noch, bis Sucre kommen wir noch. Ich habe schon wieder Amöbenruhe. Also, oh Mann, ey. Also wirklich nicht einfach gerade. Na egal, deswegen machen wir ja die Pause. So, jetzt geht's gleich weiter. Und bis Sucre schaffen wir das heute nicht mehr, aber noch so 200 Kilometer können wir noch fahren, das ist noch relativ früh. Puh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie übel das ist im Bauch. Ja? Ich habe schon Medikamente gekauft jetzt, also es gibt ja dann so, musst du halt so 3 Tage lang Medikamente nehmen, dass die absterben. Aber, na egal, weiter geht's, komm. So, weiter geht's, meine Lieben. Und hier ist was richtig Geiles, was es hier in Bolivien gibt. Habe ich als Kind immer gerne getrunken. Ihr kennt es bestimmt auch. Malzbier. Malzbier. Es gibt hier Malzbier. Das schmeckt richtig lecker. Heute nochmal 100 Kilometer und dann machen wir Stopp. Ja. Dann haben wir 300. Das reicht. Ja, was natürlich in Bolivien wieder kommt, ist ganz klar Dieselmangel. Und wer in Bolivien unterwegs ist, immer Augen aufhalten, wo ausnahmsweise mal eine Schlange ist, die nicht so lang ist. Ja, und man muss auch jede Chance nutzen. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, ich fahre jetzt nach La Paz und dann gehe ich da tanken. Da war es der absolute Horror. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass eigentlich auf dem Land, dass es besser ist. Ne? Also ist a la tierra fuera ist mejor, ne? Ja. Ja, also Estaban 15 camiones. Genau, also 15 Autos waren es jetzt. Also dafür, dass wir in La Paz oder in Oruro 100 gesehen haben, sind 15 schon gut. Ne? Aber es geht lang. Aber genau, sie sind sehr langsam. Ich habe so den Eindruck, so, das ist so der Tankwart hat hier so das einzige bisschen Macht in seinem Leben. Und naja, das muss man natürlich auch auskosten. Dip, dip, dip. Ja, noch so ein bisschen kleines, ne? Ja, naja, gut. Und dann trödeln sie halt rum ohne Ende. Aber es ist halt so, scheißegal. Wir sind auf Position 8, glaube ich, mittlerweile. Pero muy divertido con los cerdos que cruzan. Ach ja, hier rennen die ganze Zeit Schweine rum. Es ist alles voller Hausschweine und die kreuzen hier wie Hunde durch die Gegend. Ja, ist total niedlich. Ich hoffe, dass ich das gleich nochmal filmen kann. Wenn nicht, habe ich es euch jetzt erzählt. Echt süß, ja. In Bolivien ist Tanken ein echtes Abenteuer. Die den Tankwart schmieren, kommen schneller dran. Andere gehen leer aus. Und endlich sind wir an der Reihe.
Juraba que era su auto a diésel, Ya. pero el sistema no se conocía, si no se conocía. Suerte. Chao, chao. 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 Suerte. Chao, gracias. Guten Morgen, ihr Lieben. Wow, wir waren ja gestern noch bis 21 Uhr an der Tankstelle, so 4 Stunden. Aber das ist für Bolivien schon eine richtige Rekordzeit. Und am Ende hat er uns nur Diesel gegeben, weil ich habe dann gesagt, ja, wir zahlen ja auch das Doppelte. Und dann waren wir das letzte Fahrzeug, was noch Diesel bekommen hat. Danach war der Tank leer. Und der Typ so ein bisschen geguckt, so, ob die Militärpolizei schaut. Und dann hat er einfach seine Daten eingegeben. Und der Normalpreis ist halt 3,72, also 3 Bol 72. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Dann ist der Originalpreis umgerechnet sozusagen 35 Cent oder 30 Cent für einen Liter Sprit. Das kostet gar nichts. Ja. Und ich habe eben 8 bezahlt. Und die Differenz von 3,72 bis 8, die steckt er sich natürlich ein. Und deswegen haben wir gestern Diesel bekommen. Das ist absoluter Rekord, weil derzeit ist es so problematisch in Bolivien. Richtig geil. Und unser Platz ist echt ultra cool. Alessandra hat den gefunden. Hier ist so eine kleine Lagune. Lauter Vögel, Kormorane, Enten, alles mögliche. Mali ist total glücklich. Da hinten ist ein kleines Dorf. Und jetzt stehen wir hier auf 3900 Meter. Nacht war sehr, sehr kalt, aber jetzt, wo die Sonne kommt, ist sofort warm, also voll schön. Ich meine, ich habe noch eine Winterjacke an, aber morgens bin ich immer so eine Frostbeule. So, heute noch 200 Kilometer bis Sucre. Da bleiben wir 2 Tage. Und dann geht es weiter Richtung Süden, Richtung Paraguay. So, Karre läuft und ihr hört, wie er sich quält. Ja, man sieht's auch. 3900 Meter, 0 Grad heute Nacht. Naja, da muss das Ding ganz schön ackern. Aber egal, auf geht's, wir sind soweit. Neue, 200 Kilometer. Ja, und dann sind wir da. Fit. Also die Tage im Altiplan, die sind immer total schön, weil es wenig Wolken gibt, die Luft trocken ist. Es ist pups warm, wenn die Sonne einen trifft. Im Schatten halt ein bisschen kälter, aber in der Sonne pups warm. Aber die Nacht ist halt immer so kalt. Gut, jetzt geht's runter langsam. Wir sind haben noch 89 Kilometer insofern Sucre. Und ja, dann haben wir unsere Etappe geschafft. Und bis jetzt eigentlich eine coole Fahrt. Also voll schön, immer wieder über Berge rüber, die Anden zu sehen. Echt geil. Also weiter geht's hier. Das ist ja das Allerverrückteste. Wir waren hier, also wir sind in Sucre angekommen, wir waren hier vor 4 Monaten. Mach mal Sitz, Mausi. Mach mal Sitz. So, wir waren hier vor 4 Monaten und Mali hat hier einen Knochen vergraben. Guckt euch mal ihre Nase an. Könnt ihr das sehen? Die hat den Knochen wiedergefunden. Nach 4 Monaten kommt sie hier an. Direkt zielstrebig. Wo ist mein Knocki? Und gräbt das Ding gerade eben aus, ey. Du bist echt so krass geil. 4 Monate hast du dir das gemerkt. Ach, bist du super. Unglaublicher Hund, oder? Also du bist echt unglaublich. Ja, und jetzt hat die ihren Knochen gefunden und verlegt ihn, ja, damit kein anderer ihn findet. Also er wird woanders vergraben, ja. Und du bist echt so krass. Naja, auf jeden Fall richtig, richtig heftig. Mali, du bist der heftigste Hund auf der ganzen Welt. Wo ist der Knocki? Such den. Also Langzeitgedächtnis hat sie. Es hat sie verlegt. Kurzzeitgedächtnis hat sie leider nicht mehr. Ja, warte mal. Ich glaube, da hat sie ihn. Oder? Da ist er doch. Ja, da ist er. Da ist ihr Knochen. 4 Monate alter Knochen. Hast du fein gemacht. Und jetzt kommt er woanders hin, weil ich habe ja gesehen, wo er ist. Das darf ja nicht sein. Der wird halt woanders vergraben. Mali ist echt der coolste Hund. Ja, schön zumachen, ne? Ja. So ist fein. Ja, und da ist sie jetzt ganz stolz mit ihrem Knochen. Und der muss jetzt auch gegessen werden nach 4 Monaten. Ist das wirklich dein Ernst? Muss das sein? Mali, was ist denn das da? Ist das dein Knocki?
Ja, ich will aber nicht, dass du den isst. Ja, da habe ich ja gedacht, dass es diesmal nur mich trifft mit der Amöbenruhe. Also, ich habe es jetzt fast schon wieder hinter mir. Ja, aber nein, jetzt ist Alessandra dran. Und es haut sie aus der Bahn. Ja, also zum Glück, wo wir sind, in Cusco. Die Chefin von dem Campingplatz ist Onkologin oder auf jeden Fall Chirurgin. Also wirklich eine taffe Frau, die ist echt cool drauf. Und die kriegt alles geregelt. Deswegen sind wir auch hier, weil hier kriegen wir alles geregelt. Hier können wir tanken, hier gibt es alles an medizinischer Versorgung, 1 Also Sucre ist der absolute Platz dafür, sich nochmal irgendwie gerade zu richten. Und ja, dementsprechend haben wir jetzt auch die richtigen Medikamente bekommen. Und alles andere kann ich auch behandeln. Ey Baby, wie geht's dir? Ja, gut. Das ist schön, die Amöbenruhe, ne? Ja. Oh, segunda vez. Echt, voll schlimm, ne? Qué dolor. Pero bueno. Also, Hoy wir essen ja wirklich alles unterwegs und man könnte uns jetzt sagen, ja, dann seid ihr ja selber dran schuld. Also normal geht es immer gut, aber irgendwie, ne? Ja, es hat uns einmal in Peru erwischt und jetzt in La Paz. Was wir gegessen haben, weiß ich nicht, ne? Weißt du es? Puede ser cualquier cosa, pero igual, ahora tomamos la pastilla y nos Genau. Jetzt muss man einfach 3 Tage Pillen nehmen, so im Abstand von 12 Stunden und dann ist der Erreger angeblich tot. Ja. Was ein Scheiß, im wahrsten Sinne des Wortes. Morgen, ihr Lieben. So, perfekt geschlafen, tolle Nacht. Und ein Grund, warum wir hier in Sucre sind, ist, dass wir hier Diesel kriegen. Und zwar haben wir hier so einen kleinen Campingplatz, also einen Stellplatz mitten in der Stadt. Der ist super zentral gelegen, total toll. Fahren auch alle hin, die Overlanding machen. Und die Besitzerin, die ist echt cool. Die kann wirklich alles organisieren, habe ich ja gestern schon gesagt. Und bevor wir zur Tankstelle fahren, machen wir natürlich zuallererst mal unseren Tank leer. Weil Kanister werden nicht aufgefüllt, der Tank wird aufgefüllt. Das heißt, wir holen alles aus dem Tank raus, machen es in den Kanister rein und dann können wir den Tank auffüllen und dann haben wir wieder für 1000 Kilometer Sprit und dann schaffen wir es von hier aus bis an die paraguayische Grenze. Und das heißt, wir müssen gar nicht mehr in Bolivien tanken. Das ist richtig geil. Und deswegen saugen wir das Ding jetzt leer. Ich Idiot habe aber leider einen Schlauch gekauft, der irgendwie zu dünn ist. Ja, hier in meinen Finger. Der ist also nicht besonders dick, der Schlauch, und dementsprechend jetzt relativ langsam. Und es gibt ja nichts Ekligeres als Dieselgeschmack im Morgen im Mund, weil man einfach diesen Schlauch da ansaugen muss. Na gut, jetzt gibt es erstmal Frühstück nach dem Diesel und dann jetzt zur Tankstelle. Morgen, ihr Lieben. So, es geht weiter. Wir haben Sucre verlassen und es geht weiter, immer weiter Richtung Paraguay, also sprich raus aus den Bergen, raus aus dem Altiplan. Da freuen wir uns auch schon drauf, weil es ist ja im Altiplan in der Nacht doch immer kalt. Und wir mögen es ja doch recht warm, kann man sagen. Ja. Also immer weiter raus aus den Bergen und dann nach Villamontes und dann rüber über den Grenzübergang im Chaco zu den Mennonitas nach Paraguay. Hey. Also mit jedem Meter, den wir weiter runterfahren, wird es jetzt auch grüner, weil es war oben so trocken, das war richtig wüstig. Also wir haben schon gedacht, da fällt nie Regen. Also das sah richtig krass aus und da wohnen ja sogar Leute. So, und jetzt fahren wir runter und die Strecke, zu der wir fahren, die sind wir schon mal gefahren, weil wir sind ja schon mal von Villamontes nach Santa Cruz und jetzt fahren wir halt andersrum. Also aus der Richtung Santa Cruz nach Villamontes. Und das sind jetzt noch so 300 Kilometer, bis wir an dieser Straße sind. Aber ich möchte heute noch hinkommen, weil jetzt kommt Ripio, also es kommt jetzt noch Sandstraße und morgen soll es regnen. Das heißt also, wir sollten da heute durch, weil sonst sitzen wir da im Matsch und kleben da fest. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Also, es ist heute noch mindestens 200 Kilometer und wir haben es schon relativ spät. Also, ein bisschen spooten hier, ein bisschen schneller.
Ja, da müssen wir mal eine Pause machen, weil Mali muss ja auch mal raus. Aber das ist schon krass. Also wir hatten eine Lufttemperatur von 16 Grad. Jetzt sind wir schon bei wahrscheinlich 32, 33 und das geht ja noch weiter runter. Und Paraguay, der ganze Chaco, da wo wir jetzt hinfahren, das ist ja dafür bekannt, dass es so ein Glutofen ist. So. Und da müssen wir halt durch, bis wir dahin sind, wo wir hinwollen. Ja? Oder dahin gekommen sind, wo wir hinwollen. So rum. Gut, jetzt haben uns alle die Beine vertreten. Mali, bist du bereit? Komm mal her. Komm mal hier. Komm mal her, Dicke. Na, fahren wir? Ja, wir fahren. Weiter geht's. Los, komm. Ja, das war's dann mit dem Asphalt. Jetzt kommen 70 Kilometer hier Sandstraße und ich hoffe, die wird nicht schlechter, als sie jetzt schon ist am Anfang. Gell? Also jetzt ist hier noch Baustelle, aber wenn wir jetzt hier so durchschleichen müssen, dann sind wir noch 3 Tage unterwegs, bis wir da sind, wo wir hinwollen. Also das Navi sagt 300 Kilometer, 6 Stunden. Also. Aber mit der Geschwindigkeit, die wir jetzt haben, da brauchen wir für 300 Kilometer 3 Tage. Jetzt auch noch eine Flussdurchfahrt hier. Mann, Mann, Mann. Naja, so tief ist er ja nicht. Mann, 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 Mann. Echt, wir haben gedacht, die haben es ja schon gesagt, dass hier irgendwie nur Sand ist, aber ich bin so froh, dass es nicht regnet, weil es ist keine Steinstraße, sondern wirklich eine staubige Sandstraße. Also ich möchte mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn es hier anfängt zu regnen. Dann kleben die Reifen aber richtig. Nach weiteren 4 Stunden können wir einfach nicht mehr. Zum Glück soll es hier am Fluss einen schönen Stellplatz geben. Angekommen, reicht. Total cooler Platz direkt am Wasser. Man soll ja eigentlich nicht in einem Flussbett stehen. Wer den Film Into the Wild kennt, der weiß, dass es ein großer Fehler sein kann. Aber wir kommen hier schnell raus, das passt. Und es soll auch heute Nacht nicht regnen, deswegen egal. So, bis hierher, nicht weiter. Morgen 300 Kilometer bis Villamontes. Und dann sind es noch, weiß auch nicht, 100 bis zur Grenze. Also morgen sollten wir das schaffen bis zur Grenze nach Paraguay. Cool. Suerte, las porciones son muy generosas en Bolivia. Se come 2 días con un plato. Cerdo con mote, el maíz prácticamente, el maíz here. Claramente picante. También cuando dicen que no es picante. Es gut.
Hört euch nur mal das Konzert der Insekten an. Wildnis pur. Auch Mali zeigt wieder ihre animalische Seite. Mali, chi vuole weiter? Sehr lustig. Sehr lustig. Du ves muy cansado. Boah, yo estoy cansado. Guten Appetit. Guten Appetit. Gib mir einen Happen. Okay. Als die Nacht kommt, wird es immer lauter. Und dazu noch der Vollmond. Es ist perfekt. Guten Morgen, was eine geile Nacht. Das war echt ein cooler Platz. Hier kam gar keiner, das war total ruhig, wunderschön, Flussgeplätscher, kein Hochwasser, kein Regen in den Bergen, wir stehen noch, Wagen läuft, super. So, auf geht's Richtung Villamontes, 300 Kilometer heute, bisschen mehr glaube ich, ja, so roundabout 300. So, und dann haben wir wieder einen Stopp, den wir einlegen und dann in 1-2 Tagen geht's nach Paraguay über die Grenze. Schön. Bolivien ist einfach anders. Überall gibt es Polizeikontrollen. Und man findet hier definitiv die lustigsten Nummernschilder. Ja, und da wir nicht tanken wollen oder nicht können und in Bolivien ja auch sowieso alles schwierig ist mit Tanken, haben wir natürlich alles voll gemacht mit unseren Reservekanistern. Und wir müssten jetzt, wenn ich das Ding einfülle, auch sogar aus Bolivien rauskommen. Dann haben wir noch einen. Das heißt, wir haben Reserve. Hola. So, geschafft. Wir sind in Villamontes. Richtig geil. Und wenn ihr euch fragt, warum in dem Video irgendwie nur gefahren wird und nichts anderes, ganz einfach, weil wir nur gefahren sind und nichts anderes. So leicht ist das. Braucht man gar nicht lange rummachen. Wir haben auch nichts anderes gemacht. Wir sind gefahren und nichts anderes. Aber das hat sich richtig gelohnt. Schaut euch das mal an. Das ist ja wohl cool. Wir brauchen ja einen Platz, wo wir das nächste Video fertig machen. Das heißt, wir suchen uns immer einen Ort, wo wir ein bisschen abgeschieden sind. Und hier ist total cool. Hier ist unter der Woche nichts los. Hier ist keine Sau. Also wir sind komplett alleine, haben den ganzen Ort für uns, außer die Arbeiter halt. Und das ist richtig fett. Zumal hier noch ein Swimmingpool ist. Das heißt also, wir können uns körperlich betätigen. So, total schön. Ich glaube, da werde ich auch erstmal reinspringen. Ich meine, das müsste ja warm sein bei der Temperatur hier. Es ist perfekt. Das ist genau richtig. Außentemperatur jetzt gerade, ich würde sagen so 32, 33. Da ist das natürlich richtig geil. Schön. Dann springen wir gleich mal rein. Ja, du nicht. Hast du gehört? Du nicht. Ja, und das Allergeilste ist hier unterm Baum, da stehen wir im Schatten. Das ist natürlich richtig perfekt. Internet brauchen wir auch keins, weil die haben. Das passt also. Und, Baby, gefällt's dir? Muchísimo. Ist gut, ne? Ja, fantastico. Finalmente la piscina funzionante. Wir springen da gleich mal rein. Na dann, mach mal fertig, dann hüpfen wir ins Wasser. Hey. Hola. Hola. Hier. Mehr. Komm. Kommt mehr. Hier. Mali proprio non si entera. Sta comiendo felicemente. Was macht denn der da? Was macht denn der da?
Der Papagei ist freiwillig hier. Er lebt wild und kommt einfach nur zu Besuch. Der kann auch fliegen, das haben wir selbst gesehen. Aber er läuft hier eher wie ein Huhn durch die Gegend. Also ein wirklich sehr sympathisches Tier. Sitz jetzt! Malicia! Sitz! Sitz! Mali! So ist fein, schön warten. Zucker, let's go. What? Mali. Süß, ne? Das ist ein Papagei. So ist fein. Mali. Also ich sitze natürlich nicht alleine, also noch sitze ich allein im Auto, aber es geht jetzt los. Wir sind in Villamontes. Villamontes ist der letzte, jetzt müsste ich eigentlich die Tür aufmachen, aber gut, das kriegst du selber hin, okay. Na, Villamontes ist der letzte Ort in Bolivien, bevor es nach Paraguay geht. Also eigentlich nicht der direkte Weg, weil der direkte Weg, das sind wieder 150 Kilometer Sandstraße, wie von Pozo Undo, die wir schon mal gemacht haben. Und durch den Chaco zu fahren, das ist schon sehr anspruchsvoll. Und deswegen nehmen wir den Asphalt. Und jetzt sind wir in Villamontes, gehen wir noch einmal einkaufen, letztes Mal in Bolivien. Und dann sind wir soweit, dann geht's auf Richtung Paraguay. So, Alessandra hat alles Mögliche eingekauft. Hast du alles? No, pero tengo papel higiénico para ti. Also genau, also wir Deutschen, wir können kacken. Das ist schon mal perfekt. Vamos, el So. resto compramos en el mercado. Ihr wisst ja, das Erste, was fehlt, ist immer Klopapier, wenn es dann in die Krise geht. Deswegen, wir richten uns damit ein. So, auf geht's zum Markt. Auf geht's zum Markt und dann Großeinkauf machen und dann geht's einfach weiter Richtung Paraguay. Na, guck mal hier, los. So, wir sind komplett. Auf geht's. Gib mir Shake, auf nach Paraguay. Ich freue mich. So, den Panzer starten. Oh, Panzer läuft. Ja, dem geht's nicht so gut. Armes Vieh. So, wartet mal, kriegt er auch noch zu sehen. So, wartet mal, den kriegt er auch noch zu sehen. Die arme Sau. Also, dem Hund hier geht's augenscheinlich nicht ganz so gut. Keine Haare mehr, komplett fertig. Also der ist kurz vorm Ende, würde ich sagen. Na gut, egal. Alessandra ist jetzt nochmal reingegangen zum Markt. Jetzt müssen wir aber gucken, was wir mitbringen, weil über die Grenze darfst du auch nicht alles mitnehmen. Und dann haben wir sowieso nochmal richtig Stress, weil wir ja schon seit 20 Tagen illegal in Bolivien sind. Das heißt, wir haben jetzt erstmal eine Strafe zu zahlen. Sind wir mal gespannt, wie das läuft, ob das easy wird oder ob die da rummachen, blöde. Auf jeden Fall müssen wir eine Strafe zahlen. So, mal gucken, wie das jetzt ausgeht. Und ich muss jetzt noch Coca Machucada kaufen, weil wir was mitbringen wollen für die Paraguayer. Das ist ja diese Coca-Blätter, die mit Geschmack sozusagen mit dem Hammer bearbeitet sind. Die gibt's nur hier, die gibt's nicht in Paraguay. Und davon werden wir mal ein paar Säcke mitnehmen. Also zumindest mal so viel, wie man mitnehmen darf. Also da ist ja wieder Stress an der Grenze damit. Mann. So, wir sind jetzt an der Grenze. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hier fahren müssen. Ist ja meistens nicht derselbe Ort, wo die LKWs fahren, sondern wir sind ja sozusagen Touristen. Control Obligatorio de Frontera in 500 Metros. Na dann machen wir das mal. Wir sind hier mitten im Nirgendwo. Also um uns herum sind 100 Kilometer Wald. So, Chaco, da ist nichts, gar nichts. Mal gucken, wo jetzt hier die Kontrolle kommt.
Weil wir hier angeblich rechts rein, da ist dann ein großes Haus. Ich glaube, da müssen wir hin. Und geradeaus ist Paraguay. So, wo lang müssen wir denn? Ich glaube hier. Oder? Autos y Buses, ja, Autos y Buses, La Primera. Da ist es, da sind wir. So, hier. Hier sind wir wohl richtig. So, wir sind auch die Einzigen. Ist kein anderer da. Hier Mipongo directamente. Ja, das war einfach. Das war ratzfatz, flink, nichts. Nicht einmal ins Auto geguckt, nicht einmal für Mali interessiert, gar nichts. Nada. Ja, da haben wir uns so Gedanken vorher gemacht, weil wir dachten, oh, Bolivien und so ein Land, wo ja wegen dem Kokain so ein Stress ist und oh, die machen bestimmt mega rum an der Grenze. Ganze Auto sauber gemacht, alles rausgeschmissen, was man nicht drin haben sollte. Auch die Tropfen von Wilma, alles raus, ja. Ja, alles für den Arsch, hätten wir uns auch sparen können. Egal, wir sind in Paraguay. Ja. Wir haben es geschafft. Chaco, que esta vez nos hace welcome con una temperatura diferente. Genau, No tan genau. caliente. Also normalerweise sind hier 45, 50 Grad. Also normalerweise ist der Chaco der Glutofen schlechthin. Und heute ist einfach richtig gediegen. Und letztes Mal sind wir ja über Pozo Hondo 150 Kilometer Sandstraße gefahren. Das fällt heute alles weg. Das ist asphaltiert und geht jetzt durch bis Asunción. Das heißt, wir sollten hier relativ schnell durchkommen. 160 Kilometer haben wir schon, geradeaus, immer geradeaus. Es geht nur geradeaus. Es ist wirklich ein Highlight. Also du siehst einmal eine Kurve auf der Landstraße und die Kurve sieht man dann auch hier, weil es gibt nur eine. Und jetzt haben wir noch so, ja, ich würde sagen noch so 140 Kilometer vor uns bis Philadelphia. Aber wir haben ein bisschen Wärmeprobleme. Also ich weiß auch nicht, irgendwie wird das Auto wärmer als sonst. Doch nicht zu heiß, aber so, dass wir wenigstens mal im 5. bei 120 ab und zu mal aufhören müssen, Gas zu geben, weil er dann zu warm wird. Also irgendwas stimmt nicht ganz. So, wir haben es geschafft. Wir sind in Philadelphia. Baby, wir haben es geschafft. Ja. Und wer uns kennt, der weiß, dass es hier was total Leckeres gibt, nämlich Chaparrón. Kleiner Regenschauer. Super leckeres Bier. Wir waren ja in der Brauerei. Más hambre. Also genau, wir haben mehr Hunger als Bierdurst jetzt, aber ich trinke jetzt erstmal ein Bier. Auf euch, auf uns. Chaparrón, Prost. Prost. So, jetzt haben wir was gemacht, was wir nie machen. Wir haben Mali einfach beim Tierarzt gelassen, also beim Friseur. Und da war sie jetzt 3 Stunden und hat ihr sozusagen ihren Spa gemacht, also ihr Wellness-Ding. Ich weiß nicht, ob sie das genauso sieht, weil sie mag ja waschen nicht ganz so gerne. Und jetzt holen wir sie ab. So, und jetzt sind wir mal gespannt, ob das mit dem Haare schneiden und allem geklappt hat und wie sie aussieht. Ja. Pobre, vamos. So, komm mal her, wie siehst du denn aus mit einer Schleife? Oh, bist du wunderschön. Komm mal her, Mali, mit deinem dicken Arsch. Finalmente se puede tocarte otra vez. Ah, zeig dich mal, zeig dich mal. Ach, bist du wunderschön. No he dicho nada, pero he pensado que puede ser que Perfekt, und du wärst super. Ach, bist du wunderschön. mira, también se Ja, guckt euch das an. Die hat echt eine halbe Stunde Sitz gemacht. Das ganze Video sagst du hier, ne, hast du gut gemacht, ne, hast du ganz fein gemacht. Ja, feine Maus, ja. Ja, wir genießen die Zeit hier. Mali ist glücklich. Für sie ist es gut. Ich bin froh, dass das Jahr zu Ende geht. 2025 war einfach nur ein ultra hartes Jahr, eine Aneinanderkettung von Problemen, gleichzeitig durchgehend im Expeditionsmodus. Das hat sehr viel Kraft gekostet, deswegen sind wir froh, hier zu sein. Mir bleibt noch übrig, euch allen zu sagen, morgen ist Heiligabend. Genießt die Zeit mit der Familie, macht euch eine schöne Zeit. Ja, habt euch alle lieb.
Ich hoffe, dass meine Frau zurückkommt mit wieder einem aufgetankten Herz, weil eine Italienerin ohne Familie geht gar nicht. An der Stelle auch noch Grüße an alle, also Grüße an meine Mama, Grüße an Lucia, Grüße an Raila, an Lea, an die Kinder, Fabian, Marlin, Lian und natürlich auch Clarissa. Danke für alles, Clarissa, du hast uns sehr geholfen. Clarissa ist unsere Versenderin unserer Pakete. Natürlich auch den Rest der Familie. Ich hoffe jetzt hier keinen zu vergessen. Ich werde deshalb nicht alle namentlich nennen, an alle meine Freunde. An euch, liebe Follower, und wie ihr uns das Jahr unterstützt habt, das war grandios, danke dafür. Und ja, das war das letzte Video, alleine an Weihnachten, morgen ist Heiligabend. Wir sehen uns im nächsten Jahr, kommt gut rein, rutscht gut rüber und danke für alles. Ciao, schöne Zeit.